as my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall. Die britische Königsfamilie wurde von einer Bombe erschüttert, die das Fundament der Monarchie zu untergraben droht, während sich die Welt darauf vorbereitet. Mit den Feierlichkeiten zum 5E-Day im Mai einen Wendepunkt in der Geschichte zu markieren. König Charles hat eine schockierende Entscheidung getroffen, die den Palast erschüttert und selbst die erfahrensten königlichen Insider verblüfft hat. Zwei der einflussreichsten Frauen in der Monarchie, Camilla, die Königin Gemahlin, und Kate, die Prinzessin von Wales, stehen im Mittelpunkt der Debatte. Es wird angenommen, dass Camilla über die überraschende Entscheidung des Königs sehr wütend ist und dass sie zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden Frauen geführt hat. Während die königliche Familie versucht, sich auf diese seismische Veränderung einzustellen, stellt sich jeder die Frage, was den König zu einer solch kühnen Maßnahme getrieben haben könnte und was der britischen Monarchie bevorsteht. Vor dem Hintergrund dieser königlichen Frage bereitet sich das Vereinigte Königreich aktiv auf ein bedeutendes Ereignis vor, den 80. Jahrestag des 5E-Day, das das Land in Erinnerung und Besinnung zusammenschweißen wird. Lassen Sie uns die Zusammenhänge zwischen diesen Ereignissen untersuchen. Die Vorbereitungen für den 8. Mai, den 5E-Tag, sind abgeschlossen. Das Vereinigte Königreich bereitet sich auf ein spektakuläres Gedenken an den 80. Jahrestag des Sieges in Europa vor, der als VE-Day bekannt ist. Im Zentrum der Feierlichkeiten, in Whitehall in London, werden die Gewerkschaftsflaggen über dem Kenotaph aufgehängt. Außerdem wird eine Militärprozession von Whitehall zum Buckingham Palace marschieren, die an die Siegesparaden im Jahr 1945 erinnert. Zu Ehren der Rolle, die die Royal Air Force bei der Erringung des Sieges gespielt hat, wird ein großartiger Vorbeiflug stattfinden. An dieser Flugschau werden sowohl alte als auch aktuelle Flugzeuge teilnehmen, insbesondere die Red Arrows. Eine wunderschöne Keramik-Mohn-Installation wird im Tower of London aufgestellt, um der Menschen zu gedenken, die während des Krieges ihr Leben verloren haben. Dieses Projekt ist vergleichbar mit der Ausstellung Blood-Spattered Lands and Seas of Crimson, blutbespritzte Länder und rote Meere, die 2014 gezeigt wurde. In der Westminster Hall wird eine Aufführung stattfinden, um an Winston Churchills ikonische Siegesrede zu erinnern, und die Westminster Abbey wird als Schauplatz für eine feierliche Gedenkzeremonie dienen, an der führende Politiker aus aller Welt, Veteranen und Mitglieder der königlichen Familie teilnehmen werden. Gemeinden im ganzen Land werden sich zusätzlich zu den Zeremonien auf staatlicher Ebene an ihren Ehrungen beteiligen. Diese Ehrungen reichen von Ausrufen in den Städten, die die Bedeutung des Veteranentags verkünden, über Straßenfeste in der Nachbarschaft bis hin zum Läuten der Kirchenglocken um 18:30 Uhr. Mehr als 1000 Leuchtfeuer werden den Nachthimmel erhellen und den Übergang vom Konflikt zum Frieden sichtbar machen. Das Nationaltheater hat ein Bildungsprogramm initiiert, das ein ganzes Jahr lang laufen wird, während die Imperial War Museums im Rahmen ihres Projekts Letters to Loved Ones, Briefe an geliebte Menschen, jeden dazu einladen, persönliche Briefe aus der Kriegszeit einzureichen. Darüber hinaus werden die Erlebnisse des 5E-Day durch ein Augmented Reality-Erlebnis, das die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet, zum Leben erweckt. Inmitten dieser enormen Vorbereitungen steht die königliche Familie im Mittelpunkt des Interesses, da ihre Beteiligung weiterhin im Mittelpunkt des nationalen Interesses steht. Es wird davon ausgegangen, dass König Karl III. Und andere hochrangige Mitglieder der Monarchie eine Rolle bei diesem Unterfangen spielen werden, obwohl die Einzelheiten ihrer Teilnahme noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden. Inmitten der laufenden Ereignisse wird berichtet, dass König Karl hinter den Kulissen eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen hat. Jede Entscheidung hat direkte Auswirkungen auf Camilla und Kate und hat Camilla in Rage gebracht. Könnte diese Wahl, die mit der Symbolik des Tages des Sieges über Deutschland, der Sieges, der Wiedervereinigung und des Beginns einer neuen Ära verbunden ist, auf eine Veränderung der Machtdynamik innerhalb der königlichen Familie hindeuten? Bei diesem wichtigen Ereignis geht es eindeutig um mehr als nur um die Erinnerung an die Vergangenheit. Ganz gleich, warum sie geschehen ist. Darüber hinaus hat es das Potenzial, die Zukunft der Monarchie, die Bedeutung des 5E-Day und die Gründe, warum Camilla so wütend ist, zu verändern. Der 5E-Tag, der an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnert, gilt weithin als einer der wichtigsten Jahrestage in der Geschichte der Neuzeit.
An diesem Tag feiern wir den Triumph der Einheit über die Trennung und den Triumph der Hoffnung über die Verzweiflung. Der Sieg über Nazi-Deutschland war nicht nur ein militärischer, sondern auch ein moralischer Sieg. Denn er diente als Symbol für die Widerstandskraft von Nationen, die gegen Ungerechtigkeit und Tyrannei kämpften. Es ist eine Zeit des feierlichen Gedenkens, in der die Opfer von Millionen von Menschen gewürdigt werden, die ihr Leben verloren haben, um eine Zukunft frei von Unterdrückung und Elend zu sichern. Die Botschaft des Friedens ist eines der charakteristischsten Merkmale des Veterans Day, VE Day. Er ist ein Moment der Versöhnung, eine Erinnerung daran, dass Konflikte, so zerstörerisch sie auch sein mögen, im Laufe der Zeit einem Miteinander weichen müssen. Der Krieg hatte Familien auseinandergerissen, Millionen von Menschen vertrieben und ganze Nationen auf die Probe gestellt. Doch das Ende des Krieges bedeutete ein neues Kapitel, in dem die Menschen wieder zusammenfinden konnten. Am Veteranentag feiern wir einen Tag, der über Politik und Einzelfragen hinausgeht. Mit anderen Worten, es geht um die Erkenntnis, dass der einzige Weg zu echtem Frieden in der Gemeinsamkeit liegt. Im Zusammenhang mit der Monarchie hat diese Aussage eine noch tiefere Bedeutung. Seit jeher gilt die britische Königsfamilie als Symbol für Kontinuität und Stabilität und ist eine Kraft, die die Nation zusammenhält. Dass sie bei diesen Gedenkfeiern eine Rolle spielen, hat nicht nur zeremoniellen Charakter. Sie sollen den Teilnehmern vor allem ein Gefühl der Widerstandsfähigkeit, der Solidarität und des Nationalstolzes vermitteln. Wenn die Mitglieder der königlichen Familie jedes Jahr am VE Day ins Rampenlicht treten, geben sie ein Statement ab, das über die bloße Selbstdarstellung hinausgeht. Sie sind ein Beispiel dafür, dass eine Nation auch im Angesicht der Not zusammenhalten und zusammenhalten kann. Im Vorfeld des 80. Jahrestages des Veteranentages scheint die Bedeutung der Geschichte größer zu sein als je zuvor. Dieser Meilenstein ist nicht nur ein weiterer Jahrestag, in Anbetracht der Tatsache, dass sie den Geist dieses Ereignisses verkörpern. Sollte sich die königliche Familie während dieser Zeit mit Anstand, Respekt und einer einheitlichen Front verhalten. In Anbetracht all dessen hat jede Entscheidung, die die Teilnahme der königlichen Familie an diesen Feierlichkeiten betrifft, ein großes Gewicht. Aufgrund der Bedeutung des VE Day kommt jeder Entscheidung, jedem Auftritt und jeder Handlung eine größere Bedeutung zu. Aus diesem Grund haben die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten so viel Aufsehen erregt. Die Entscheidung, die König Charles getroffen hat den ganzen Palast erschüttert. Und Königin Camilla ist diejenige, die die Auswirkungen dieses Moments mehr als alle anderen zu spüren bekommt. Camilla hat jahrelang große Anstrengungen unternommen, um als Königin Gattin anerkannt zu werden. Sie hat sich sowohl den Blicken der Öffentlichkeit als auch ihren eigenen persönlichen Problemen gestellt, um dieses Ziel zu erreichen. Ein so wichtiges Ereignis auf nationaler Ebene ist genau die Art von Gelegenheit, bei der sie sich wünschen würde, an der Seite ihres Mannes zu stehen und nicht nur die Monarchie, sondern auch die Stabilität zu verkörpern, für die sie stehen soll. Es hat jedoch eine erkennbare Verschiebung stattgefunden. Es wurde eine Entscheidung getroffen, die sich direkt auf den Kern dessen bezieht, wofür der Veteranentag steht, nämlich Frieden, Einheit und Kontinuität. Was Camilla betrifft, so ist dieses Ereignis dadurch noch erschütternder geworden. Was könnte geschehen sein, um die Gefühle so hochzuschrauben? Warum hat gerade dieser VE Day eine so persönliche Bedeutung für die Queen Consort? Ein königliches Bankett vor nicht allzu langer Zeit war der Anfang von allem. Die überraschende Enthüllung: Ich habe beschlossen, mit ihr zu gehen. Insider der königlichen Familie, die das Glück hatten, bei dem dramatischen und unerwarteten Szenario anwesend zu sein, das sich kürzlich bei einem privaten Abendessen ereignete, sind immer noch fassungslos über das, was sie erlebt haben. Ein Treffen hochrangiger Mitglieder des britischen Königshauses hatte stattgefunden, um die bevorstehenden Feierlichkeiten zum Veteranentag zu besprechen. Einem feierlichen, geschichtsträchtigen und bedeutungsvollen Anlass. Doch was als typisches Abendessen gedacht war, entwickelte sich schnell zu einem hochdramatischen Moment, der alle am Tisch sprachlos machte. Während der Diskussion über das Geschehen sprang König Karl plötzlich und unerwartet von seinem Platz auf. Er erklärte mit fester Überzeugung, dass Kate Middleton, die Prinzessin von Wales, seine Partnerin bei der Zeremonie zum VE Day sein würde. Seine Stimme war klar und kraftvoll und durchdrang die Menge, als er diese Ankündigung machte. Ich habe beschlossen, mit ihr zu gehen, sagte er und deutete auf Kate. Eine sofortige Schockwelle folgte auf seine Bemerkung. Aus den veröffentlichten Berichten geht hervor, dass Camilla schnell bewegungsunfähig wurde
und ihr Gesicht jegliche Farbe verlor. Sie ließ ihren Löffel auf den Tisch fallen, wobei das metallische Klappern wie ein Signal für die soeben aufgebrochene Spannung klang. Dies war ein seltener öffentlicher Moment der Schwäche für sie. Eine unheimliche Stille senkte sich über den Raum, und alle Augen waren auf sie gerichtet, in Erwartung ihrer Antwort. Kate war jedoch diejenige, die am wenigsten erstaunt zu sein schien. Sie lächelte mit einem wissenden Gesichtsausdruck, als hätte sie sich ihr ganzes Leben lang auf diesen Moment vorbereitet. Auf die anderen Mitglieder der königlichen Familie schien die kühne Erklärung von Charles keine Auswirkungen zu haben. Mehrere Personen, die mit der Situation vertraut waren, erklärten, sie hätten dies vorausgesehen. Was bedeutet, dass die Entscheidung bereits einige Tage vor diesem Essen getroffen wurde. Aber warum hat sich Charles gerade jetzt zu einem solch dramatischen Schritt entschlossen? Persönlichkeitskonflikte. Die wachsende Kluft zwischen Charles und Camilla. Es wurde festgestellt, dass König Charles III und Königin Camilla hinter den Kulissen immer stärker unter Druck geraten, obwohl sie in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, ein vereintes Königspaar zu sein. Zwischen den beiden hat sich eine anhaltende Kluft entwickelt, die auf die Unterschiede in ihrer Persönlichkeit, ihren Lebensgewohnheiten und ihrer Einstellung zu den königlichen Pflichten zurückzuführen ist. Nach Angaben von Palastmitarbeitern hat sich diese Kluft in den letzten Monaten noch vergrößert. Personen, die der Monarchie nahestehen, vermuten, dass ihre Ehe alles andere als reibungslos verläuft. Auch wenn sie ein Bild der Stabilität vermitteln. Persönliche Streitigkeiten zwingen sie häufig dazu, einen heiklen Balanceakt innerhalb ihrer Beziehung zu vollziehen. Ihr tägliches Leben ist ein wichtiger Indikator für diese Unstimmigkeit. Camilla fährt regelmäßig auf ihr Anwesen in Wiltshire, das Ray Mill House heißt. Dort kann sie längere Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern verbringen. Während dieser Zeit bleibt Charles in Highgrove oder Sandringham wohnen, wo er weiterhin seine königlichen Aufgaben wahrnimmt und sich um wohltätige Initiativen und Umweltprojekte kümmert. Obwohl sie das Clarence House während der Woche als Wohnsitz nutzen, haben sie immer ihre eigenen Bereiche behalten. Eine Entscheidung, die nach Ansicht mancher nicht nur eine Frage des persönlichen Geschmacks, sondern vielleicht auch eine Notwendigkeit ist. Nach Ansicht von Kennern der Situation führt ein übermäßiger gemeinsamer Aufenthalt häufig zu Streitigkeiten. Und die räumliche Trennung dient als Mittel, um ständige Auseinandersetzungen zu vermeiden. Da sie unterschiedliche Ziele und Standpunkte haben, wird es für sie immer schwieriger, ihre Differenzen beizulegen. Getrennte Urlaube ermöglichen es ihnen, sich in ihrer Ehe eine Atempause zu verschaffen, was offensichtlich immer wichtiger geworden ist. Während ihrer gesamten Beziehung war die Gesundheit von Charles eines der strittigsten Themen zwischen den beiden. Selbst nach der ersten Krebsdiagnose beharrte er auf seinen königlichen Pflichten und weigerte sich, zurückzutreten, obwohl die Mediziner ihm dazu geraten hatten. Camilla, die sich große Sorgen machte, dass er seine Gesundheit aufs Spiel setzt, geriet mit ihm in eine Reihe von Auseinandersetzungen, weil er an seinem aktiven Lebensstil festhielt. Sie empfahl ihm nachdrücklich, einen Schritt zurückzutreten, sich zu beruhigen und sich etwas Zeit zu nehmen, um sich auf seine Rehabilitation zu konzentrieren. Charles hingegen wehrte sich heftig und sagte angeblich zu Menschen, die ihm nahe standen: Ich habe eine Pflicht. Sein Verhalten machte deutlich, dass er einen Rückzug aus der Situation nicht als gangbaren Weg ansah. Camilla betrachtete seine Weigerung, zuzuhören, als starrsinnig und unverantwortlich. Aber Charles hasste ihre Versuche, seine Entscheidungen zu kontrollieren. Die Spannungen, die aus diesen ersten Meinungsverschiedenheiten resultierten, haben sich nicht gelegt, obwohl Charles in den letzten Monaten endlich begonnen hat, mehr königliche Aufgaben an Prinz William zu übergeben. Unter der Oberfläche ihrer Ehe klafft nach wie vor eine Kluft, auch wenn Charles seine Position inzwischen mit mehr Bedacht einnimmt. Die Spannungen, die durch die früheren Auseinandersetzungen verursacht wurden, haben unauslöschliche Spuren in ihrer Ehe hinterlassen. Berichten zufolge hat die Tatsache, dass Camilla sich sehr anstrengen musste, um ihn davon zu überzeugen, dass seine Gesundheit an erster Stelle steht, zu einer anhaltenden Frustration zwischen den beiden geführt, die ihre Beziehung noch angespannter gemacht hat, als sie ohnehin schon war. Die Machtdynamik innerhalb der königlichen Familie ist jedoch vielleicht die Hauptursache für Konflikte im Königshaus. Seit Charles den Thron bestiegen hat, gibt es Spekulationen, dass Camilla eine größere Rolle in der Entscheidungsfindung übernommen hat, um die Lücke zu füllen, die durch Charles' gesundheitliche Probleme entstanden ist. Diese Lücke ist durch die gesundheitlichen Probleme von Charles entstanden. Diejenigen, die mit der Situation vertraut sind,
behaupten, dass sie diskret ein größeres Maß an Kontrolle über die königlichen Aktivitäten ausgeübt hat, einschließlich der Verwaltung von Engagements, der Beeinflussung kritischer Entscheidungen und sogar der Gestaltung der Erzählung über Charles' Regentschaft. Manche halten sie für die Kraft, die hinter dem Thron steht. Charles ist sich dieser Tatsache bewusst und hat sie zur Kenntnis genommen. Es besteht die Möglichkeit, dass Camillas wachsende Macht für den König eine Grenze überschritten hat. Denn er ist immer noch sehr darauf bedacht, seine Autorität durchzusetzen. Und das, obwohl Camilla sich ihre Position in der Monarchie hart erarbeitet hat. Er hat Gerüchte, dass sie zu viel kontrolliert, nicht gut aufgenommen. Darüber hinaus gibt es andere, die der Meinung sind, dass seine jüngste Entscheidung in Bezug auf die bevorstehende VE-Day-Zeremonie Teil eines Versuchs ist, die Autorität auf seine Art und Weise zurückzuerlangen. Diese Aktion hat nicht nur die Menschen innerhalb der königlichen Mauern überrascht, sondern offenbar auch Camilla wütend gemacht. Die Tatsache, dass Prinz Charles beschlossen hat, Kate Middleton zur Feier des 80. Jahrestages des Veterans Day zu begleiten, hat einige Leute dazu veranlasst, ihre Augenbrauen zu heben. Angesichts der Bedeutung dieser Zeremonie und der Tradition, dass der Monarch von seiner Ehefrau begleitet wird, ist die Frage berechtigt, warum Charles Kate ausgewählt hat. Was steckt hinter diesem unerwarteten Schritt? Wer ist Kate? Die Entscheidung von König Charles, Kate Middleton bei einer so großen königlichen Zeremonie stärker einzubeziehen, hat seit ihrer Bekanntgabe für viel Gesprächsstoff gesorgt. Seit Jahrhunderten ist es üblich, dass Camilla in ihrer Rolle als königliche Gemahlin an seiner Seite bleibt. Viele andere haben jedoch begonnen, an seinen Beweggründen zu zweifeln, da er sich stattdessen an Kate gewandt hat. Ist die gegenwärtige Situation nur Ausdruck von Kates steigender Bedeutung innerhalb der königlichen Familie? Oder ist hier etwas Tiefgreifenderes im Spiel? Während der meisten Zeit, die sie in der königlichen Familie verbracht haben, haben Charles und Kate eine Verbindung aufrechterhalten, die eher als formell denn als herzlich angesehen wurde. Es gab nie die natürliche Leichtigkeit, die Charles einst mit seiner angebeteten verstorbenen Schwiegertochter, Prinzessin Diana, genosse, obwohl sie es geschafft haben, während ihrer gesamten Beziehung die öffentliche Höflichkeit zu wahren. Die Begegnungen, die Charles mit Kate hatte, spiegeln die Tatsache wider, dass er traditionell eher zurückhaltend ist. Charles ist ein Mann, der häufig großen Wert auf Tradition und königliche Formalitäten legt. Andererseits hat Kate im Laufe der Jahre versucht, diese Kluft zu überbrücken, indem sie offen ihre Unterstützung für Charles verkündete und ihr Engagement für die Aufrechterhaltung königlicher Prinzipien zeigte. Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der jüngeren Generation der Royals hat sie ihr unerschütterliches Bekenntnis zur Tradition beibehalten und die Erwartungen, die an sie als künftige königliche Gemahlin gestellt werden, mit Begeisterung angenommen. Diese Loyalität könnte genau das sein, wonach Charles in einer Beziehung sucht. Die Zweifel der Öffentlichkeit an der Beteiligung Camillas und die Sorge um seine Gesundheit waren bereits eine der vielen Hürden, mit denen seine Regentschaft zu kämpfen hatte. Stabilität und Eleganz sind zwei Attribute, die Charles schon immer geschätzt hat. Und Kate verkörpert beide Qualitäten in einer Zeit, in der die Monarchie unter dem Druck steht, sich zu modernisieren und gleichzeitig ihr Erbe zu bewahren. Man geht davon aus, dass sie eine verlässliche Persönlichkeit ist, die in der Lage ist, sowohl Verantwortung als auch Vertrautheit zu verkörpern, ohne irgendwelche Probleme zu verursachen. Charles könnte einen strategischen Zug machen, um das Bild der Monarchie als einheitliche, mächtige und gut vorbereitete Einheit für die Zukunft zu stärken, indem er sich enger mit Kate verbindet. Es ist jedoch plausibel, dass er diese Entscheidung aus einem persönlicheren Grund getroffen hat, nämlich aufgrund seiner Freundschaft mit William. Da sich der Gesundheitszustand von Charles verschlechtert hat, hat Prinz William begonnen, eine größere Anzahl von Aufgaben innerhalb der königlichen Familie zu übernehmen. Obwohl William schon seit geraumer Zeit als Thronfolger gehandelt wird, hat er in den letzten Monaten immer mehr aktive Führungsaufgaben übernommen. Dieser Übergang war nicht immer unproblematisch. Vater und Sohn haben sich während ihrer gesamten Beziehung über die Zukunft der Monarchie gestritten. Obwohl William bekannt dafür ist, einen moderneren Stil zu bevorzugen, hat Charles sein ganzes Leben lang ein starkes Engagement für die Tradition bewahrt. Die Beziehung der beiden ist schwierig und wurde durch jahrelange Familienkonflikte geprägt. Zu diesen Spannungen gehören die Auswirkungen des Verlusts von Prinzessin Diana, Williams Beschützerinstinkt gegenüber seiner Familie und die Art und Weise,
wie sie mit dem Ausscheiden von Prinz Harry aus den königlichen Pflichten umgegangen sind. Andererseits ist sich Karl bewusst, dass Wilhelm den Thron erben wird, wenn er möchte. Dass seine Herrschaft als gut anerkannt wird, muss er dafür sorgen, dass der Übergang von seiner Herrschaft zur Herrschaft Wilhelms so reibungslos wie möglich verläuft. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu erreichen? Verstärkung der Beziehungen zu Kate. Kate William ist nicht nur seine Frau, sondern auch seine engste Vertraute und die Person, die eines Tages Präsidentin des Vereinigten Königreichs werden wird. Mit der Entscheidung, ihr eine prominentere Position zu geben, vermittelt Charles nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch William selbst eine Botschaft. Er zeigt damit, dass er Kate in ihrer Rolle als künftige Königin-Gemahlin voll und ganz unterstützt. Ein Schritt, der als Zeichen des Friedens und der Versöhnung gedeutet werden kann. Sollte es noch Restschwierigkeiten zwischen Charles und William gegeben haben, könnte diese Geste seine Art sein, Frieden mit ihnen zu schließen und zu gewährleisten, dass die königliche Familie auch in Zukunft zusammenhält. Camilla hingegen kann sich mit dieser Entscheidung nicht anfreunden, auch wenn sie aus der Sicht von Charles rational und strategisch zu sein scheint. Camilla hat über viele Jahre hinweg enorme Anstrengungen unternommen, um sich als echte und respektierte Person innerhalb der Monarchie zu etablieren. Sie hat große Anstrengungen unternommen, um diese Wahrnehmung von der anderen Dame in Charles' Leben in die einer eigenständigen Königin-Gemahlin zu verwandeln. Camillas Einfluss hingegen könnte an Bedeutung verlieren, wenn Kates Rolle weiter zunimmt. Camilla weiß, dass es nicht nur darum geht, dass Kate für ein bestimmtes Ereignis ausgewählt wurde, sondern auch um die Bedeutung des Ereignisses selbst. Glauben Sie, dass Camillas Herrschaft als königliche Gemahlin bereits dadurch in den Hintergrund gedrängt wird? Dass Charles sich nun bei öffentlichen Auftritten an Kate als seine wichtigste weibliche Unterstützung wendet? Könnte es sein, dass dieser Vorfall der Beginn einer Machtverschiebung innerhalb der königlichen Familie ist, die Camilla in eine untergeordnete Position bringt? Darüber hinaus hat diese neue Entwicklung ein tiefergehendes Problem ans Licht gebracht, das schon seit einiger Zeit unter der Oberfläche schwelt. Dieses Problem steht im Zusammenhang mit der komplizierten und manchmal angespannten Beziehung zwischen Camilla und Kate. Die langjährigen Spannungen zwischen Kate und Camilla. Über die Art der Verbindung zwischen Königin Camilla und Kate Middleton wird schon seit geraumer Zeit gesprochen, obwohl die royalen Auftritte genauestens geregelt sind. Insider berichten, dass es seit Jahren Spannungen zwischen den beiden Damen gibt, die vor allem darauf zurückzuführen sind, dass sie unterschiedliche Persönlichkeiten, Ziele und Einstellungen zu königlichen Pflichten haben. Obwohl sie immer eine scheinbar höfliche Dynamik aufrechterhalten haben, waren die Beziehungen zwischen ihnen angespannt. Ein Machtkampf, der als subtile Reibung begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einem stillen Machtkampf entwickelt, der nun in Echtzeit ausgetragen wird, da Kates Rolle in der Monarchie immer mehr an Bedeutung gewinnt. Schon lange bevor Kate in die königliche Familie einheiratete, begann Camilla, ihr gegenüber Misstrauen zu hegen. Als die Beziehung zwischen Prinz William und Kate noch in den Kinderschuhen steckte, gab es Gerüchte, dass Camilla ernsthafte Vorbehalte gegen Kates Potenzial hatte, in Zukunft Königin-Gemahlin zu werden. Im Gegensatz zu den früheren königlichen Ehefrauen, die aus adligen Familien stammten, war Kate eine bürgerliche. Ihre Familie war wohlhabend, aber nicht aristokratisch. Dies war ein großer Nachteil für Camilla, die sich jahrzehntelang in der Elite der britischen Gesellschaft bewegt hatte. Camilla hatte ihr ganzes Leben in England verbracht. Angeblich bezweifelte sie, dass Kate über den geeigneten Hintergrund und das nötige Verständnis für das königliche Leben verfügt, um die mit der Monarchie verbundene Verantwortung zu übernehmen. Camilla und einige von Charles' engsten Beratern hatten Berichten zufolge William im Stillen dazu überredet, den Heiratsantrag zu verschieben, was Zweifel daran aufkommen ließ, ob Kate wirklich die richtige Wahl für den künftigen König sei. Es gab sogar Gerüchte, dass Camilla dies getan hatte. Trotz dieser anfänglichen Vorbehalte hat Kate oft bewiesen, dass sie ein entschlossenes, ruhiges und engagiertes Mitglied der königlichen Familie ist. Doch obwohl sie sich problemlos in ihre Position einfügen konnte, kam es zwischen ihr und Camilla immer wieder zu offensichtlichen Spannungen. Die Wahl des Schmucks, den Kate bei wichtigen öffentlichen Auftritten trug, ist eines der emblematischsten Beispiele für dieses Phänomen. Beobachter haben sie häufig mit den legendären Perlenohrringen und dem Saphir-Verlobungsring von Prinzessin Diana gesehen. Diese Schmuckstücke sind eine starke Erinnerung an die verstorbene Prinzessin und an das untrennbare Band zwischen Diana und William.
Diese Kleiderwahl wurde von vielen als mehr als nur eine emotionale Geste wahrgenommen. Denn Diana, Charles und Camilla hatten eine gemeinsame Vergangenheit. Die Bekräftigung von Dianas Erbe geschah auf eine ebenso subtile wie zielgerichtete Weise. Mehrere Personen, die die königliche Familie verfolgen, haben sogar spekuliert, dass Kates Entscheidungen ein Versuch sind, ihre Verbindung zu Dianas Andenken weiter zu festigen. Der Konflikt ist mehr als nur ein symbolischer Konflikt. Bei öffentlichen Anlässen gab es Fälle, in denen die beiden eine ausgeprägte Kühle einander gegenüber an den Tag legten. Fachleute, die sich auf Körpersprache spezialisiert haben, haben unangenehme Interaktionen, steifes Grinsen und Momente, in denen Kate auf Distanz zu Camilla zu gehen scheint, festgestellt. Diejenigen, die die Situation genau beobachten, haben Momente bemerkt, in denen Kate Camilla völlig zu ignorieren scheint. Sie haben die Spekulationen angeheizt, dass der Palast die Tatsache verheimlicht, dass die Beziehung der beiden in Schieflage geraten ist. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Äußerungen beabsichtigt waren oder nicht. Außerdem haben ihre unterschiedlichen Ansätze zu Spannungen geführt. Kate hat sich bemüht, die Monarchie zu modernisieren, indem sie Wohltätigkeitsarbeit, Projekte zur Förderung der geistigen Gesundheit und den direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit in den Vordergrund gestellt hat. Camilla hingegen hält sich an ein konventionelles königliches Modell, in dem sie intime Veranstaltungen mit der Oberschicht bevorzugt und an altbewährten Ritualen festhält. Infolge der gesundheitlichen Schwierigkeiten von König Charles und Kates Entscheidung, immer umfangreichere königliche Aufgaben zu übernehmen, verändert sich nun die Machtdynamik innerhalb der königlichen Familie. Es ist möglich, dass Camillas Einfluss weiter abnimmt, wenn Kate weiterhin eine prominentere Position einnimmt. Einige sind der Meinung, dass die jüngste Entscheidung von Charles, Kates Auftreten während des VE-Day zu verstärken, ein deutliches Zeichen dafür ist, dass sie für eine noch bedeutendere Führungsrolle vorgesehen ist. Wenn sich dieses Muster fortsetzt, könnte Camilla feststellen, dass sie allmählich immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Ein Szenario, das sie wahrscheinlich nicht stillschweigend akzeptieren wird. Camillas wütende Reaktion auf ihre Ausgrenzung. Das sich zuspitzende königliche Drama nahm eine unerwartete Wendung, als Camilla nach der überraschenden Erklärung von König Charles offenbar aus dem Haus stürmte. Laut Quellen aus dem Umfeld der königlichen Familie ist sie empört und furchtbar verletzt und fühlt sich völlig hintergangen, nachdem sie sich jahrelang unermüdlich darum bemüht hat, ihre Position an der Seite von König Charles zu behaupten. Scheint es nun, dass Kate, ihre angebliche erbitterte Rivalin, sie überholt hat. Camillas überstürzter Abgang wurde angeblich mit einer heftigen Schelte von Charles quittiert. Der sagte, du bist fertig. Die genaue Bedeutung seiner Äußerungen ist nicht bekannt. Aber viele glauben, dass sie Charles wachsende Frustration über Camillas Verhalten ausdrücken. Inzwischen glauben viele, dass Camilla nicht kampflos untergehen wird. Da ihre Position in Gefahr ist, gibt es Gerüchte, dass sie zu drastischen Maßnahmen greifen wird, um die Kontrolle zurückzugewinnen. Durchsickernde Informationen an die Presse, sorgfältig geplantes Gemurmel und in den Medien platzierte Geschichten könnten ihr nächster Schritt sein, wenn sie darum kämpft, das Bild zu verändern. Und da sich der Gesundheitszustand von König Charles offenbar verschlechtert, ist unklar, wie weit Camilla gehen wird, um ihre Autorität auszudehnen und ihn in dieser verletzlichen Zeit vielleicht sogar noch fester an sich zu binden. Aber der eigentliche Schocker ist, dass die Welt mit ansehen wird, wie Kate stolz an der Seite von Charles steht und während dieses bedeutsamen Ereignisses die engste und vertrauenswürdigste Begleiterin des Königs ist. Die Website wird Bände sprechen. Camilla, die Königin, wird an den Rand gedrängt, während Kate an die Spitze aufsteigt. Die Medien reißen sich bereits darum, die sich vertiefende Spaltung zwischen den beiden Frauen zu thematisieren und schüren Gerüchte und Mutmaßungen, die es Camilla schwer machen werden, die Brüskierung zurückzuweisen. Was bedeutet die gegenwärtige Situation für die Zukunft der Monarchie? Die königliche Familie steht vor einem historischen Wandel und die langfristigen Folgen von Kates zunehmender Macht in Verbindung mit Camillas bevorstehendem Ableben könnten die Monarchie für immer verändern. Ist dies der Beginn von Kates Regentschaft als Königin im Wartestand? Die Gerüchte im Palast werden von Tag zu Tag lauter, denn Kate rückt immer näher an das Gesicht der königlichen Familie heran. Es geht nicht mehr darum, ob sie den Thron besteigt, sondern wann. Was bedeutet dieses Szenario für Camilla? Einst galt sie als mächtige Kraft am königlichen Hof. Nun sieht sie sich einer harten und beunruhigenden Realität gegenüber.
Sie verliert die Kontrolle. Charles wählte Kate aus, um ihn bei einer der wichtigsten Zeremonien der Monarchie zu vertreten. Camillas Einfluss auf die Macht erodiert rapide. Die Aufmerksamkeit der Welt hat sich von Camilla auf Kate gelenkt, was einen hitzigen Kampf um den Geist der Monarchie einläutet. Wird es Camilla gelingen, ihre Position wiederherzustellen? Oder ist dies der Beginn ihres allmählichen, unvermeidlichen Abstiegs in den Schatten? Die Zeit wird es zeigen. Ob es sich nun um eine symbolische Geste oder eine definitive Aussage handelte. Die Worte von König Karl sind klar und deutlich, und sie vermitteln eine deutliche Botschaft über die Zukunft der Krone. Glauben Sie, dass es richtig war, dass König Charles sich für Kate und nicht für Camilla als Gesicht der künftigen Monarchie entschieden hat? Oder hat dies nur die Kluft hinter den Palastmauern vertieft? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und drückt den Gefällt mir-Button, wenn ihr zum Team Kate gehört. Und vergessen Sie nicht, sich für weitere königliche Enthüllungen, die alles verändern, anzumelden.